Du stehst auf dem Olympiasiegertreppchen, die Goldmedaille in der Hand und beißt hinein. Seit 1904 machen Athleten das weltweit, von den USA bis Deutschland. Aber warum? Die Antwort liegt in einer Mooshärte von 2,5. Deine Zähne haben eine Härte von 5. Reines Gold würde Zahnspuren hinterlassen. Doch moderne Olympiamedaillen bestehen nur zu 91,7% aus Gold, der Rest ist Silberlegierung. Die Tradition stammt aus dem 19. Jahrhundert, als Händler so Fälschungen entlarvten. Heute nennen Kritiker es einen Marketingmythos, denn die Legierung ist längst zu hart für echte Spuren. Ein einziges Gramm reines Gold lässt sich zu einem Faden von über 2 Kilometern Länge ziehen. Eine Unze, gerade einmal 28 Gramm, kann zu einem hauchdünnen Blatt von 5 mal 5 Metern geschlagen werden. Warum ist ausgerechnet eines der dichtesten Metalle unseres Planeten so extrem weich? Willkommen beim Kern der Dinge. Die Dichte von Gold beträgt 19,3 Gramm pro Kubikzentimeter. Zum Vergleich, Silber bringt es auf 10,5, Kupfer auf 8,9. Ein Würfel Gold von nur 10 cm Kantenlänge wiegt fast 20 Kilogramm, mehr als die meisten Menschen in einer Hand halten können. Und trotzdem ist dieses extrem schwere Metall so weich, dass du es mit einem Küchenmesser ritzen kannst. Auf der Mohs-Skala, die Materialhärte von Talk bis Diamant ordnet, liegt Gold bei 2,5 bis 3. Damit ist es weicher als Kupfer, vergleichbar mit Silber und sogar weicher als ein Fingernagel-Kompromissmaterial wie Aluminium. Das ist das Paradoxon, an dem sich die Materialwissenschaft abarbeitet. Normalerweise korreliert hohe Dichte mit hoher Festigkeit. Platin mit 21,4 Gramm pro Kubikzentimeter ist deutlich härter, Wolfram noch viel mehr. Gold durchbricht diese Regel kompromisslos. Diese Weichheit ist kein Produktionsfehler, keine Verunreinigung und kein Alterungsprozess. Sie ist eine fundamentale Eigenschaft des Elements Gold, eingeschrieben in die Art und Weise, wie seine Atome miteinander verbunden sind. Um zu verstehen, warum ein Metall, das schwerer ist als Blei, sich wie Knetmasse verhält, musst du tiefer hinabsteigen, bis auf die Ebene, auf der einzelne Atome ihre Plätze einnehmen. Im Jahr 1912 entdeckte der deutsche Physiker Max von Laue in München, dass man die innere Struktur von Kristallen mit Röntgenstrahlen sichtbar machen kann. Er erhielt dafür 1914 den Nobelpreis. Ein Jahr später analysierten William Henry Bragg und sein Sohn Lawrence in England die Kristallstruktur des Goldes mit genau dieser Methode. Das Ergebnis: Gold kristallisiert in einem sogenannten kubisch flächenzentrierten Gitter. Stell dir einen Würfel vor, an dessen 8 Ecken jeweils ein Goldatom sitzt und zusätzlich in der Mitte jeder der 6 Seitenflächen noch ein weiteres. Der Abstand zwischen diesen Atomen, die Gitterkonstante, beträgt exakt 0,40788 Nanometer. Und genau hier liegt die Ursache der Weichheit. In dieser Anordnung existieren bestimmte Ebenen, die Materialwissenschaftler nennen sie Gleitebenen, auf denen Atome besonders leicht übereinander rutschen können. Bei Gold sind es gleich 12 solcher Gleitsysteme. Zum Vergleich, bei härteren Metallen mit hexagonaler Struktur wie Zink gibt es nur 3. Wenn du also mit dem Zahn auf eine Olympiamedaille beißt oder mit dem Daumen auf einen Goldnugget drückst, passiert im Mikrokosmos Folgendes. Ganze Schichten aus Milliarden Atomen verschieben sich gegeneinander, ohne dass das Gitter zerbricht. Gold fließt, statt zu splittern. Dazu kommt die Natur der metallischen Bindung selbst. Goldatome teilen sich ihre äußeren Elektronen in einem See aus freier Ladung. Diese Bindung ist stark genug, um das Metall zusammenzuhalten, aber ungerichtet, sie erlaubt Verformung ohne Bruch. Genau das nennt die Physik Duktilität. Gold ist das duktilste Metall, das die Natur hervorgebracht hat. Aber wenn Gold so extrem weich ist, warum zerbricht dann nicht jeder Ehering nach einer Woche? Die Antwort ist, er würde zerbrechen. Oder genauer, er würde verkratzen, sich verbiegen, seine Form verlieren. Reines 999. Eher Gold, also Feingold mit 99,9% Reinheit, ist viel zu weich für den Alltag. Ein Trauring aus purem Gold würde schon beim normalen Händewaschen, beim Tippen auf der Tastatur oder beim Schlüsselbundkontakt innerhalb weniger Wochen deutliche Spuren zeigen. Genau deshalb findest du reines Gold praktisch nirgendwo in deiner Schmuckschatulle. Die Lösung kommt aus der jahrtausendealten Kunst des Legierens. Bereits um 3000 v. Chr. mischten ägyptische Goldschmiede in Memphis ihr Gold mit Kupfer, um es widerstandsfähiger zu machen. Das Prinzip hat sich bis heute nicht geändert, nur die Präzision.
In Deutschland und der gesamten Dachregion wird Gold für Trauringe fast ausschließlich als 18 Karat oder 14 Karat Legierung verarbeitet. 18 Karat bedeutet 75% reines Gold, 25% andere Metalle. Meistens Kupfer für den rötlichen Ton, Silber für helleres Gelb oder Palladium für Weißgold. Der Härteunterschied ist enorm. Reines Gold hat eine Vickers-Härte zwischen 30 und 34 Vickers-Härtenummer. 18 Karat Legierungen, wie sie die Schweizer Uhrenindustrie etwa bei Rolex in Genf für ihre Gehäuse verwendet, erreichen Vickers-Werte von 44 bis 58. Das ist fast doppelt so hart. 14 Karat Gold, das in Deutschland traditionell für preiswertere Trauringe beliebt ist, enthält nur noch 58,3% Gold und ist entsprechend noch härter und kratzfester. Der Preis: weniger satte Goldfarbe, weniger Materialwert pro Gramm. Es gibt genau eine Industrie, die trotzdem bei reinem Gold bleibt: die Elektronik. In Smartphones, Satelliten und medizinischen Implantaten werden dünne Goldschichten auf Kontakte aufgedampft, nicht wegen der Härte, sondern wegen der außergewöhnlichen Leitfähigkeit und der Tatsache, dass Gold niemals oxidiert. Und was ist mit den Olympiamedaillen? Sind die wirklich aus purem Gold? Die Antwort ist ein klares Nein, und sie ist es seit 1912. Die letzten Olympiamedaillen aus massivem Feingold wurden bei den Spielen in Stockholm 1912 vergeben. Seither schreibt das Internationale Olympische Komitee vor, eine Goldmedaille muss mindestens 6 Gramm reines Gold enthalten. Der Rest ist Silber. Bei den Spielen in Paris 2024 bestanden die Medaillen aus 523 Gramm reinem Silber, überzogen mit lediglich 6 Gramm Gold. Das entspricht einem Goldanteil von etwa 1,1%. Der Grund ist einfach: eine Medaille aus purem Gold hätte bei der offiziellen Größe von 85 mm Durchmesser einen Materialwert von über 60.000 Euro pro Stück. Und sie wäre so weich, dass sie sich in der Vitrine des Siegers innerhalb weniger Jahre verformen würde. Bleibt die Frage nach der ikonischen Geste. Der Biss auf die Medaille hat eine reale technische Herkunft. Im 19. Jahrhundert prüften Goldhändler in London und Frankfurt die Echtheit von Münzen, indem sie hineinbissen. Die Logik: menschliche Zähne haben eine Mohshärte von 5. Reines Gold liegt bei 2,5. Gab die Münze nach und zeigte Zahnspuren, war sie echt. Blieb sie hart, handelte es sich vermutlich um vergoldetes Blei, das übrigens mit einer Mohshärte von 1,5 weicher ist als Gold, aber unter dünner Goldhaut trotzdem falsch biegt. Bei modernen Olympiamedaillen funktioniert dieser Test nicht mehr. Die Silber-Gold-Beschichtung ist längst zu hart für Zahnspuren. Der Fotograf David Walleczynski, ein bekannter Olympiahistoriker, erklärte 2012 in einem Interview, dass die Geste heute fast ausschließlich auf Bitten der Pressefotografen erfolgt. Es ist ein Ritual geworden, ein Marketing-Mythos, ein inszenierter Moment für die Kamera. Aber es gibt Wege, Gold tatsächlich härter zu machen. Methoden, die die Physik dieses Metalls an ihre Grenzen treiben. Im mittelalterlichen Nürnberg, im Augsburg des 15. Jahrhunderts, kannten Goldschmiede ein Geheimnis, für das die moderne Materialwissenschaft erst im 20. Jahrhundert eine Erklärung fand: Kaltverfestigung. Wenn Gold bei Raumtemperatur wiederholt gehämmert, gewalzt oder gezogen wird, verdichten sich im Kristallgitter die sogenannten Versetzungen, winzige Fehlstellen, die sich gegenseitig blockieren. Das Resultat: Gold kann durch reine mechanische Bearbeitung um bis zu 50% härter werden. Der Effekt ist vollständig reversibel. Erhitzt man das Metall über etwa 200 Grad Celsius, ein Prozess, den Metallurgen Glühen nennen, ordnen sich die Atome neu und das Gold ist wieder weich wie zuvor. Genau 1 Gramm reines Gold kann so, je nach Behandlung, zu einem sprödbrüchigen Draht oder zu einem endlos dehnbaren Faden werden. Noch extremer wird es im Labor. Am Lawrence Livermore National Laboratory in Kalifornien pressen Forscher Goldproben zwischen Diamantstempeln bei Drücken von bis zu 220 Gigapascal, das 2-Millionenfache des normalen Luftdrucks. Unter diesen Bedingungen verliert Gold seine Duktilität fast vollständig und verhält sich strukturell wie ein Keramikwerkstoff. Und während Silber anläuft und Kupfer grün wird, bleibt Gold unter allen Bedingungen, die auf der Erdoberfläche herrschen, chemisch unangetastet. Es oxidiert niemals. Seine Weichheit ist keine Momentaufnahme, sie ist ewig. Am Anfang stand ein Gramm Gold, das zu einem Draht von über 2 Kilometern Länge gezogen werden kann. Am Ende steht ein Metall, das sich schwerer anfühlt als Blei, aber von einem Fingernagel geritzt wird. Dazwischen liegt eine atomare Architektur, die seit 4,5 Milliarden Jahren dasselbe tut. 12 Gleitebenen, die fließen statt brechen.
Genau diese Weichheit hat Gold zu dem Material gemacht, das Pharaonen in ihren Masken trugen, das Händler in Renaissancestädte transportierten, das heute in jedem Smartphone sitzt. Weichheit ist hier keine Schwäche. Sie ist die Eigenschaft, die es überhaupt erst erlaubt, aus diesem Metall etwas zu formen. Und das nächste Mal, wenn du eine Goldmedaille siehst, in die ein Athlet beißt, du weißt jetzt, dass der Biss nichts mehr prüft. Aber die Geste erinnert an eine Zeit, in der Zähne tatsächlich das härteste Werkzeug waren, das ein Händler zur Hand hatte. Manchmal ist die alltäglichste Bewegung die Spur einer Geschichte, die tiefer reicht, als du ahnen würdest.